Hallo zusammen, ich bin Daniel von Perspektive Ausland und heute geht es ja um unsere Serbien-Reise. Unsere Plan B-Reise nach Serbien am 26. und 27. Mai. Und übrigens auch, wenn du nicht dran denkst, nach Serbien auszuwandern, kannst du davon profitieren. Wir schauen ja uns unter anderem an, wie du Serbien in deinen Plan B einbeziehen kannst, selbst dann, wenn du hier gar nicht hin auswandern willst. Übrigens, wenn du mitkommst und dort gleich starten willst, ein Konto zu eröffnen, eine Firma zu gründen oder einen Zweitwohnsitz anmelden willst, eine Wohnung mieten oder kaufen, bitte kontaktiere vorher unseren Partner Marin Ilic. Er spricht hervorragend Deutsch und er wird dir sagen, was du an Dokumenten gleich mitbringen kannst, damit es schnell vorangeht. Viele unserer Mandanten, die arbeiten ja an ihrem persönlichen Plan B und suchen nach Ländern, die ein einfacher Weg zu einem langfristigen Visum bieten. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht jetzt gleich an der Stelle mal in die Kommentare reinschreibst, wie weit du schon mit deinem Plan B bist. Hast du schon das passende Land gefunden oder gibt es da Probleme und Fragen bei der Auswahl? Ich freue mich da auf deine Kommentare. Das hilft uns natürlich auch vielleicht, Reisen in andere Länder vorzubereiten oder auch mehr Content hier auf dem YouTube-Kanal bereitzustellen. Jetzt aber zurück zu unserer Serbien-Reise. Also zu einem Plan B, da gehören ja immer mehrere Bausteine. Und wenn du nach Serbien kommst, dann wirst du eben sehen, wie du Serbien als einen dieser Bausteine mit einbeziehen kannst. Also wenn du jetzt mehrere Bausteine integrieren willst in deinen Plan B, dann geht es ja um verschiedene Punkte, wie zum Beispiel für viele um Reisefreiheit. Entweder durch einen zweiten Pass, Golden Visa, permanente Visa, ein oder mehrere Wohnsitze. Und einige Länder sind eben hier leider unattraktiv geworden, beziehungsweise die Bedingungen sind auch schwer. Zum Beispiel Paraguay oder Montenegro. Also es gibt viele Länder, in denen du nicht mehr so einfach ein Plan B-Visum in deinen Pass oder eben als eine kleine Karte bekommen kannst, ohne dort einmal im Jahr oder teilweise Dubai zum Beispiel zweimal im Jahr bei dem Freelancer-Visum oder Visa über Firmengründung oder nur den kleinen Immobilienkauf, also ohne das zu umgehen. Viele wollen aber eben ein Plan B-Visum, ohne dass sie da jedes Jahr ein- oder zweimal sich im Land sehen müssen. Und wir wollen uns mal damit beschäftigen, ob man Serbien hier zur Reisefreiheit als Plan B-Visum mit gut in ein Plan B-Konzept integrieren kann. Es geht aber um noch mehr. Also viele wollen vielleicht auch ein Refugium schaffen, also ein Ort, an den sie sich zurückziehen können, wenn es unangenehm wird in Europa. Dafür reicht ja jetzt kein Visum oder ein Pass, sondern man braucht dafür vielleicht auch ein Haus, ein Apartment, vielleicht eine kleine Wohnung, die man erstmal als Airbnb-Wohnung auch vermieten kann, aber die mir dann zur Verfügung steht, wenn ich wirklich mal raus will aus Deutschland, Österreich oder Schweiz oder einem anderen europäischen Land. Und wir werden sehen, wie kann man das eventuell in Serbien kostengünstig umsetzen. Aber ein Plan B hat noch mehr Bausteine, zum Beispiel auch Diversifizierung des Vermögens. Bankkonten, Multiwährungskonten in verschiedenen Ländern, das ist eine Frage, mit der wir uns ja häufig beschäftigen. Und wir bieten dafür auch extra Beratungsgespräche, also Plan B-Beratungsgespräche an. Wenn du hier dich nicht nur über Serbien informieren möchtest, dann rate ich dir einfach, buch mal ein Beratungsgespräch, den Link blenden wir dir ein. Und nach dem Beratungsgespräch gehen viele direkt ans Umsetzen. Direkt nachher gründen sie vielleicht eine Firma im Ausland oder öffnen direkt nach dem Beratungsgespräch schon ihr erstes Konto in den USA, in der Schweiz oder in anderen Ländern. Es gibt eine ganze Reihe von Konten, die kannst du eben eröffnen, ohne dass du da anreisen musst. Und da kannst du gern von uns mehr Informationen. Zurück zu Serbien. Also auch internationale Gesellschaftsstrukturen gehören ja zum Plan B und wir wollen uns eben auf der Serbienreise mal anschauen, wie man hier Serbien mit ins Spiel bringen kann. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Stiftung, die man gründen kann in Serbien oder auch andere Gesellschaftsstrukturen und wir schauen uns an, wir informieren uns, was ist da eventuell sinnvoll jetzt zu tun für deinen Plan B. Ja, suchst du vielleicht nach Möglichkeiten, ganz unkompliziert ein Bankkonto zu eröffnen, um dein Vermögen zu diversifizieren, legst du Wert auf kryptofreundliches Umwelt, ein vernünftiges Steuerkonzept, eine hohe Lebensqualität zu akzeptablen Preisen. Viele übersehen eben hier die Möglichkeiten, die Serbien bietet. Man muss, wie gesagt, nicht nach Serbien auswandern, um von den Vorteilen zu profitieren. Serbien kann ein wertvolles Element, also in deinem Plan B-Konzept sein. Und deswegen ist wichtig, schau es dir einfach mal an. Wir laden dich ein zu unserer Plan B-Reise nach Serbien am 26. und 27. Mai.
Und es ist eine einzigartige Gelegenheit, Serbien aus einer ganz neuen Perspektive mal kennenzulernen und herauszufinden, welche Möglichkeiten dir der Ort bietet. Was erwartet dich bei unserem Event dort? Einblick in die Lebensqualität auf alle. Wir zeigen dir, wie es wirklich ist, wie es sich in Serbien lebt. Es ist ja eine der ältesten Städte Europas, Belgrad, wo wir uns treffen, hat eine lange Geschichte, die bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Und die Stadt hat viele verschiedene Herrscher, Zivilisationen erlebt, darunter die Römer, Byzantiner, auch die Osmanen. Und davon spürt man heute noch viel, wenn man dort ist. Es ist ein kulturelles Zentrum, Belgrad, ist bekannt für pulsierendes Nachtleben, vielfältige Kulturszene. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Theatern, Museen, Galerien, Festivals und für viele ist das sehr interessant. Also komm einfach mit. Es ist auch ein Austausch mit anderen Auswanderern, die du da treffen kannst. Triff Menschen, die vielleicht den Schritt schon gewagt haben, ihre Erfahrung teilen. Und auch Expertenwissen vor Ort, das kannst du da anzapfen, dich gut informieren. Unser Team vor Ort erklärt dir alle Schritte, alle Formalitäten rund um Visa, Bankkonten, Immobilienerwerb und Firmengründung. Die Workshop-Session am 26. Mai, da geht es um Firmengründung, Visa, Immobilien, Kaufen, Vermieten, das Leben in Serbien, wirtschaftliche Eckdaten von Serbien, 3 Wege zum Visa, durch Immobilienkauf, Firmengründung oder eine Anstellung bei unserem Partner, was der schnellste Weg vielleicht ist. Wie kann man Bankkonten eröffnen als Einzelperson oder als Firma ohne Residenz? Wie ist es mit einer Stiftung? Also macht die Stiftungsgründung in Serbien Sinn, weil die Nachlassplanung ist auch ein ganz wichtiger Punkt als Teil des Plan B. Wie sieht es steuerlich aus in Serbien? Macht es Sinn, dort eine steuerliche Residenz auch anzumelden? Welche Bedingungen muss man dafür erfüllen? All das am ersten Workshop-Tag. Und wie gesagt, Serbien hat einiges zu bieten, obwohl Serbien kein Steuerparadies ist, aber könnte zumindest eben für eine Zeit auch ein attraktiver Wohnsitz für dich sein. Mit dem Auto ist es gut erreichbar. Bis 50.000 Jahreseinkommen zahlen Freiberufler nur 250 € monatlich Tax- und Sozialabgaben. Das ist sehr günstig. Allerdings Griechenland bietet da ein fast ähnlich günstiges Modell und ist sogar ein Teil der Europäischen Union. Aber wichtig ist, keine Gewerbesteuer, keine Vermögenssteuer, die Einkommenssteuer selbst 10-20%, der Freibetrag 32.000 € und die Körperschaftssteuer und Kapitalerträge und auch Krypto werden mit 15% besteuert. Das ist zugegeben nicht besonders günstig, aber viel, viel günstiger als Deutschland und deswegen für den einen oder anderen, der jetzt ein nahes Plan B Ziel sucht, durchaus eine interessante, attraktive Option. Wir schauen uns dann, wie gesagt, noch am Abend die Stadt an. Wie gesagt, die Weinproduktion. Also Serbien hat eine lange Tradition in der Weinproduktion. Einige der besten Weine des Landes stammen aus der Region Fruška Gora. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wir auch diesmal wieder in den Genuss kommen, mal die georgischen Weine, die serbischen Weine zu probieren. Nikola Tesla, der berühmte Erfinder und Elektroingenieur, der wurde ja in Smiljan geboren, das damals Teil des österreichischen Kaiserreichs und heute Teil Kroatiens war. Gehört halt zu der Region und er ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten, wie gesagt, mit serbischen Wurzeln und ja, wer Natur liebt, auch Serbien hat da beeindruckende Nationalparks, darunter Terra, Kapaonik, Đerdap und da bekommst du atemberaubende Landschaften geboten, seltene Tierarten und eben auch Möglichkeiten zum Wandern, Erkunden der Natur. Also Serbien hat irgendwie für jeden was zu bieten. Ihr wisst ja, ich selber bin ja Fan von zum Beispiel Tansania oder Sansibar, aber wer jetzt Oper, Kultur, Festival, Museen, Galerien liebt beispielsweise, der braucht eigentlich einen Ort ähnlich wie Serbien, aber auch andere ähnliche Orte, zu denen wir natürlich beraten, wo du viel Kultur findest. Gibt es natürlich auch. Serbien, wie gesagt, eine gute Option mit dem Auto erreichbar, außerhalb der Europäischen Union, aber in Europa. Also schau dir das unbedingt mal an. Es gibt da noch ein individuelles Programm am 27. Mai. Da kannst du direkt einen Termin mit einem Anwalt oder Notar direkt vereinbaren am Tag vorher. Du kannst direkt deine Firmengründung beginnen, du kannst Bankkonto eröffnen, starten, Visa beantragen. Du kannst auch Apartments und Häuser anschauen. Das wird auch noch parallel organisiert, falls du überlegst, eine kleine Wohnung zu mieten oder ein kleines Apartment vielleicht zu kaufen, weil das auch ein guter Weg ist zum Visa in dem Land. Und all das dann am zweiten Tag. Das bieten wir dir dann dort noch an. Es gibt dann auch noch eine Session für Perspektive Ausland-Interessenten oder Klienten. Generell mal rund um das Thema Plan B, also alle Optionen zum Zweitpass weltweit, Diplomatenpass, falls das für dich interessant ist, permanente Visa durch Investitionen oder vielleicht auch nur Nachweis von Einkommen, all das dann am zweiten Tag.
Die Kosten für die Reise beginnen jetzt diesmal bei ungefähr 800 Pfund, beinhalten diesmal 3 statt 2 Übernachtungen. Die Anreise ist am 25. Mai, Abreise am 28. Mai. Anreise, Flugticket, Taxi und so weiter, das wird sie nicht inklusive, da musst du selber dich drum kümmern. Ja, am ersten Tag haben wir noch ein gemeinsames Abendessen, wo wir euch gerne einladen, und am Anreiseabend, wer das möchte, kann sich zum Kennenlernen schon mal an der Bar auf ein Bier treffen oder auch abends schon mal einen Spaziergang durch das Zentrum von Belgrad vom Hotel aus machen. Das ist sehr gut gelegen. Flüge ab Berlin nach Belgrad gibt es ungefähr roundabout ab 100 € pro Strecke, und wenn du Hilfe brauchst beim Buchen oder beim Finden des günstigen Fluges, dann hilft dir gerne auch unser Partner Marin Ilic bei der Buchung. Kontaktdaten blenden wir ein. Ja, und du kannst natürlich auch, wenn du willst, gleich am Mittwoch mit mir weiterreisen nach Georgien und auch dort noch ein Konto eröffnen oder eine Firma gründen. Wenn du das möchtest, dann kannst du uns gerne anschreiben und dann schicken wir dir auch den Link zur Reservierung dieser Reise. Und wie gesagt, wenn du einen Plan B parat haben willst, schieb das nicht auf die lange Bank, denn dein Fahrplan zu arbeiten, das braucht Zeit. Und jetzt ist eben die Zeit, dir Gedanken zu machen, dich zu informieren. Es macht nie Sinn, einen blinden Aktionismus dann schnell etwas umzusetzen. Und der erste Schritt ist eben entweder mal auf so eine Reise zu kommen, sich zu informieren, mit Gleichgesinnten auszutauschen oder natürlich, wenn du es nicht erwarten kannst, dann auch ein Beratungsgespräch direkt zu buchen. Link blenden wir hier ein. Wir beraten ja seit 20 Jahren, wie du deine Steuerlast reduzieren kannst, wie du deine persönliche Freiheit maximieren kannst, dein Vermögen schützen kannst und auch ein neues Vermögen aufbauen kannst. Aber wie gesagt, das Beste ist, wenn man sich mal mit Gleichgesinnten trifft. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn du mit nach Serbien kommst und wenn ich dich persönlich kennenlernen kann. Und du lernst noch viele andere tolle Leute dort kennen, die ähnlich denken und ticken, sozusagen wie du selbst, kannst dich vernetzen und von den Erfahrungen und Fragen der anderen Teilnehmer auch profitieren. Ja, ansonsten schau dich gerne um auf unserer Webseite. Wir haben noch eine ganze Menge anderes in petto für dieses Jahr. Interessante, der ein oder andere mag sagen, verrückte Reisen. Also es gibt eine Plan-B-Reise nach Texas, es gibt eine Reise nach Sierra Leone Anfang Juni. Schau dich gerne um. Aber jetzt wäre der richtige Moment natürlich sofort einen der letzten Plätze jetzt noch für die Serbien-Reise zu buchen. Bis dann, bleib fröhlich und komm ins Handeln. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.